Du interessierst dich für Bulgarien, für eine eventuelle Auswanderung in dieses wunderschöne südosteuropäische Land, wo es lange Sommer ist, dann bist du hier bei mir genau richtig. Mein Name ist Marcel, ich betreibe diesen Mr. Marcel Vlog seit circa einem halben Jahr. Ich bin halber Bulgare, meine Mutter ist Bulgarin, mein Vater ist Deutscher. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe aber natürlich immer noch familiäre Wurzeln in Bulgarien. Ich selbst spreche einigermaßen gut Bulgarisch, kann auch diese kyrillischen Buchstaben lesen und verstehen. Habe eine Wohnung in Bulgarien, die ich auch schon vorgestellt habe. Ich verlinke euch mal am Ende des Videos dazu den Beitrag. Heute soll es aber um Folgendes gehen. 2 Wohnungen habe ich für euch herausgesucht, Mietwohnungen speziell, die sich am Schwarzen Meer befinden. Nochmal zur Richtigstellung, einige denken, ich bin ein Immobilienmakler. Nein, das ist nicht so. Ich verdiene an diesen Vorstellungen der Wohnung kein Geld. Es geht mir lediglich darum, mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es in Bulgarien gibt. Es gibt schon große Unterschiede zwischen den Regionen. Ich selbst habe meine Wohnung ja weit weg von dem Schwarzen Meer, sodass diese also tatsächlich ziemlich günstig ist. Aber am Meer sieht es natürlich da anders aus. Ich habe heute für euch 2 Wohnungen herausgesucht, die im Budget zwischen 230 € im Monat bis 800 € Miete sind. In dieser Spannbreite gibt es unendlich viele Wohnungen, speziell am Schwarzen Meer, die oftmals möbliert sind, und wir schauen uns heute diese 2 Wohnungen an. Es geht einmal um eine Wohnung direkt in Varna, ungefähr 15 Minuten zum zentralen Strand, Centralny Plage genannt, und damit beginnen wir jetzt. Zuvor aber noch mal eine Bitte. Ich habe festgestellt, dass die allermeisten Zuschauer noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Dieser ist wie immer bei YouTube kostenlos. Also einfach mal das Abonnieren-Button drücken oder den Abonnier-Button drücken. Schaut einfach, dass ihr regelmäßig Informationen von mir erhaltet, wenn es gewünscht ist. Jeden Freitag kommen neue Videos von mir heraus. Beginnen wir mit dem Studio in Varna, und zwar speziell in dem Bezirk Pobeda, das heißt Sieg. Ich hatte schon bereits erwähnt, das ist ungefähr 15 Minuten entfernt vom Strand und bietet auf 55 Quadratmetern einen Meerblick. Und daher habe ich sie mir rausgesucht für euch, weil sie in der absolut preisgünstigen Liga für Mietwohnungen spielt, für diese drittgrößte Stadt in Bulgarien. Zum Zeitpunkt meiner Artikelrecherche war diese Wohnung allerdings schon vorreserviert. Nichtsdestotrotz wollte ich sie euch mal vorstellen, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, wie viel eine Wohnung in Bulgarien, eine Mietwohnung, kostet. Das Ganze bezieht sich auch immer auf Jahresverträge. Alles andere ist aushandelbar. Und ihr werdet gleich sehen, dass diese Wohnung, die ich persönlich ganz interessant finde, bis auf eine kleine Ausnahme, die zeige ich euch aber dann, die mir nicht ganz so gefällt, tatsächlich für mich auch in Betracht ziehen würde. Ja, dieses 55 Quadratmeter Studio befindet sich in der 5. von 5 Etagen, wird hier also mit 55 Quadratmeter Wohnfläche angegeben, und das Baujahr des Hauses wird mit dem Jahr 2000 hier beschrieben. Das Gebäude hat einen Fahrstuhl. Man wird wahrscheinlich die letzte Treppe dann hochlaufen müssen. Hier sehen wir die Treppe, also oberstes Stockwerk. Und dann hier auch gleich die Tür. Ich vermute mal, dass es wieder eine Doppeltür ist, so wie auch in Bulgarien oft üblich. Das heißt, von außen die etwas stärkere und von innen die etwas leichtere Tür. Ja, und dann steht man eigentlich höchstwahrscheinlich schon gleich direkt im Studio drinne, wo man einen Ess-Wohn-Schlafbereich hat. Also es scheint nicht separiert zu sein, sondern alles in einem großen Bereich. Hier sehen wir die Ecke mit der Küche, die kommt gleich auch nochmal ins Bild.
Ja, und hier die Flucht vom Bett aus, das sehen wir auch gleich nochmal, Richtung Balkon. Und da schimmert auch schon das blaue, schwarze Meer durch. Sehen wir gleich nochmal auf einem anderen Foto. Ja, insgesamt wird ja, der Zustand mit sehr gut beschrieben hier in der Werbung. Ich denke, das kommt auch hin, auch wenn das Mobiliar nicht das Neueste ist, aber es ist gepflegt. Auch nicht unbedingt jedermanns Geschmack, aber bei dem Preis ist das durchaus vertretbar. Hier ist das Bett. Kann man sich natürlich auch selber ein eigenes Bett reinstellen, wenn man das möchte, aber das wird hier halt vom Vermieter aus angegeben. Hier sehen wir dann die Couch mit dem Couchtisch und dem Teppich. Muss auch alles nicht so drin stehen, sondern man kann es auch austauschen. Nur beim Auszug muss es dann wieder so, wie man es so kennt, hinterlassen werden. Ja, hier sieht man ganz gut die 2 Einmauschränke, beziehungsweise eigentlich 3 unterm Fenster auch noch und die Klimaanlage, die man natürlich nicht vergessen darf, weil ich kann mir vorstellen, dass es dort im Sommer doch ganz schön warm werden würde. Des Weiteren haben wir hier nochmal jetzt gleich den Blick auf die Küche. Unser Augenmerk geht so ein bisschen auf die Waschmaschine, die da zur Verfügung gestellt wird und tatsächlich auch den, ja, Herd mit Backofen, dem relativ großen Kühlschrank, seht ihr hier auf der linken Seite mit dem Gefrierabteil. Und wenn man noch näher ranschaut, sieht man, dass auch der Herd und die Waschmaschine in einem ordentlichen Zustand sind. Die Hängeschränke sind ausreichend, glaube ich, für 1 bis 2 Personen. Und das Ceran-Kochfeld scheint mit 2 ja, Kochfeldern bestückt zu sein, was durchaus auch ausreichend ist. Hier der Blick jetzt raus, nochmal Richtung Meer. Wie ich angekündigt habe, ist das ja mit Meerblick. Finde ich ganz, ganz prickelnd und spannend. Hier vorne der Tisch mit den Plastikstühlen, die da noch so eingeblendet sind, den kann man ja dann auch rausstellen im Sommer, weil so sieht der Balkon, der übrigens hier überdacht ist, wie man sieht, nicht gerade möbliert aus. Aber die Außeneinheit von der Klimaanlage ist dort zu sehen. Und ja, wenn man weiter nach links schaut, kann man tatsächlich auch noch so leicht in die Berge von Varna schauen. Also eine ganz, ganz spannende Aussicht, wie ich finde. Hier sehen wir nochmal den Balkon. Die Maße gehen jetzt nicht aus der Beschreibung hervor, aber ich denke mal, es werden so 3 Meter mal 2 Meter schon sein. So, und jetzt sind wir schon bei dem kleinen Manko an der Wohnung, aus meiner Sicht, das Bad. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich renovierungsbedürftig. Wir sehen da jetzt gerade die Dusche ohne Duschvorhang, ohne Duschwand. Ist nicht schön aus meiner Sicht. Die zweite Wohnung, die ich euch heute vorstellen möchte, spielt eher im Luxussegment für bulgarische Verhältnisse. Die Miete beträgt 800 Euro, dafür bekommt man aber auch was für sein Geld. Sie befindet sich nördlich der Hafenstadt Varna, auch nördlich vom Goldstrand, in der Nähe des kleinen Abschnittes Chaika, mit einem fantastischen Balkon mit Meeresblick und einer ganz tollen Ausstattung. Wie ihr gleich sehen werdet, kriegt man ganz schön was für sein Geld. Auf 85 Quadratmetern hat man dort ziemlichen Luxus. Ja, diese interessante 2-Zimmer-Wohnung in der Nähe vom Goldstrand und circa 15 Minuten von der Stadt Varna entfernt, befindet sich in der 5. Etage, wird mit 83 Quadratmetern angegeben, befindet sich in einem sogenannten Gated Komplex. Hier sehen wir auch gleich schon den Gemeinschaftspool und das Gebäude von außen, also sehr interessant, gebaut im Jahre 2016. Ist es ein bisschen am Hang gebaut, was sehr interessant ist aus meiner Sicht. Auch die Treppen, die da jetzt hochführen vom Pool, finde ich ganz spannend. Ja, in die Wohnung reinkommen, sehen wir einen hellen Flur mit
ja, mindestens Laminat, wenn nicht sogar Dielen, kann man hier ganz schwer erkennen. Auf alle Fälle deutet sich hier schon eine sehr interessante und luxuriöse Wohnung an. Ja, das ist der Blick dann rein in die Wohnung. Geradezu das Schlafzimmer, was gleich nochmal abgebildet ist. Und links geht es ins Bad und rechts ins Wohnzimmer, was wir jetzt hier auch gleich schon sehen können. Die Wohnung ist komplett möbliert, also so wie ihr sie hier seht, mit dieser Couch, dem Couchtisch und den Vorhängen. Sehr, sehr hell, da die jetzt hier speziell ja, Richtung Südosten gelegen ist, wie es aussieht. Wir haben hier auch Laminat und einen Esstisch. Vom Wohnzimmer kommt man dann raus auf die Terrasse, die wir uns gleich anschauen. Der Fernseher ist auch mit dabei. Internet müsste man erfragen, wird aber bei diesem Baujahr auf alle Fälle schon mit installiert sein. Ja, ganz interessant finde ich ja auch die Säule da mitten im Raum. Und für mich immer ganz wichtig, dass man das auch Ganze abdunkeln kann. Es sieht so aus, als ob da tatsächlich diese Verdunklungsvorhänge installiert sind. Ja, hier der Esstisch, die Kitchenette, die ja klein, aber fein ausfällt, würde ich mal sagen. Mit, wie gesagt, Geschirrspülmaschine, die sich ja da so rechts befindet, eine Einbaugeschirrspülmaschine. Und ich sehe Toaster, Kaffeemaschine und ja, Blitzkocher. Ganz, ganz wichtige Dinge für die meisten Deutschen. Ja, wir sehen hier noch eine Uhr. Die Elektrik wird dann neu sein, alles. Also auch beim Jahresvertrag hier Minimum 12 Monate hat man hier, glaube ich, wenn man ein bisschen Geld in der Tasche hat, schon ein gutes Leben am Meer. Was ich ganz, ganz toll finde, ist auch das Schlafzimmer, was jetzt hier gleich eingeblendet wird. Da gibt es nämlich auch Abdunkelvorhänge und auch von hier kommt man dann direkt auf die Terrasse. Wir haben hier auch noch so eine Anrichte mit 3 Schubfächern für Krimskrams, was man so braucht. Klimaanlage sieht man hier auch. Scheinen 2 Klimaanlagen installiert zu sein. Eine fürs Wohnzimmer, eine fürs Schlafzimmer. Wir haben hier den Spiegel für die Frau und das Bad. Ja, also es sieht so aus, als ob das Waschbecken ein bisschen klein geraten ist. Aber dafür ist der Spiegel schön groß und hier haben wir den Boiler, rechts die Dusche mit einer Duschwand und ja, alles ganz edelwirkend. Oder was sagt ihr? Schreibt mir doch ruhig mal in die Kommentare, für welche der beiden Wohnungen ihr euch entscheiden würdet. Oder vielleicht für beide. Die Stromkosten sind hier übrigens die gleichen, wie ich sie vorhin auch für die etwas günstigere Wohnung eingeblendet habe. Und so kann man sich ausrechnen, dass es vielleicht die Nebenkosten je nach Verbrauch der Klimaanlage im Monat so zwischen 30 und 70 Euro nochmal sind. Ja, hier ist der schöne Balkon, auch möbliert und der fantastische Blick übers Schwarze Meer. Hier sieht es jetzt so aus, als ob es doch eher Südwest. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, einer von den 2 Wohnungen hat eure Interesse geweckt. Wenn nicht, es kommen noch etliche andere Wohnungen, die ich vorstellen werde in den nächsten Wochen. Also nochmal der Hinweis, abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet noch viele andere interessante Informationen über Bulgarien, Restauranttipps, Eigenarten, Kultur, Kaufobjekte finden. In dem Sinne, do wijdane und bis zum nächsten Mal. Ah ja, eine Sache noch. Ich habe euch hier gleich nochmal mein Lieblingsvideo verlinkt. Da geht es um Burgas,
der drittgrößten Stadt in Bulgarien. Ich habe dort einen Film aufgenommen, wo es um den Fußgängerboulevard geht, welche Einkaufsmöglichkeiten man dort hat, die Preise aktuell im Sommer 2024.